Hallo ihr Lieben, ich bin George Nasser und heute wollte ich euch zeigen, wie ich die orientalischen Tonleitern mit Sibelius schreibe oder erstelle. Mit Sibelius können wir die orientalischen Tonleitern schreiben oder erstellen, wie wir wollen, die natürlich Vierteltone enthält. Ähm, und können wir in welcher Form, die wir wollen, kriegen, ähm, zum Drucken, PDF oder sogar Audiodateien, WAV, MP3. Sibelius ist ein Programm von Firma Avid und es ist ziemlich berühmt. Und jetzt werde ich euch zeigen, wie wir die orientalische Tonleitern mit ihm erstellen oder schreiben. Jetzt zuerst starten wir Sibelius. Dann öffnet sich dieses Fenster mit Musik. Ich werde schnell jetzt Blank aussuchen. Change Instruments. Gitarre, von Gitarre, Akustikgitarre zum Beispiel. Add to Score. Okay. Create. Dann öffnet sich dieses Fenster. Ich werde es ein bisschen größer machen, damit wir eine gute Übersicht haben werden. Vollscreen. Ich werde auch Akustikgitarre diesen Namen verstecken von Appearance. Von hier. Non. Subsequently. Non. Und jetzt. Natürlich, wenn wir die orientalische Tonleitern erstellen wollen, die Vierteltone enthält, brauchen wir die Vorzeichen und die Versetzungszeichen. In Sibelius oder bei Sibelius existiert hier alles. Das ist halbe und halbe Kreuz. Quarterton flat und Quarterton sharp. Und wie wir wissen, dass zwei Formen von halb B existieren. Dieses umgedrehtes B oder die andere Form B mit einem Schrägstrich auf dem Hals. Wenn wir mit diesem Symbol die orientalische Tonleitern schreiben wollen oder erstellen wollen, können wir es benutzen. Sibelius hat es für uns vorbereitet. Kein Problem. Aber wenn wir die andere Form oder das andere Symbol, ein B mit einem Schrägstrich auf dem Hals wollen oder mit ihm schreiben wollen, dann müssen wir es selber erstellen. Wie geht es? Ich zeige euch schnell. Wir gehen zuerst hier zum Notations und klicken wir hier Symbols und dann öffnet sich dieses Fenster. Gehen wir schnell, scrollen wir nach unten, Accidentals hier und klicken hier drauf dieses umgedrehtes B und dann Edit, öffnet sich dieses Fenster und dann jetzt wir werden es selber erstellen. Klicken wir brauchen jetzt B, klicken wir hier drauf, sobald wir draufklicken, wird es ab sofort hier kommen. Und jetzt brauchen wir noch einen Schrägstrich. Hier klicken auf Add und dann scrollen nach unten. Es gibt hier Notes. Hier finden wir hier einen Schrägstrich. Klicken drauf. Okay. Und jetzt müssen wir ihn positionieren. Jetzt nach oben. Hier klicken hier drauf. Nach oben. Ist okay, ein bisschen nach hinten. So klingt okay. Können wir machen, was wir wollen. Und dann, jetzt gefällt uns so diese Form. Dann klicken hier OK und dann Close. Jetzt, ich werde die Noten eingeben. Wenn wir jetzt Noten eingeben, zum Beispiel okay, und ich will jetzt einfach hier E
halb B. Komme ich hier. Ich werde jetzt auf dieses Symbol umgedrehtes B, aber es wird jetzt wird mir zeigen, was ich erstellt habe. Dieses B mit einem Schrägstrich auf dem Hals. Okay? Wie wir wollen dieses Form umgedrehtes B geht, und wenn wir die andere Form wollen, geht es auch, aber wir müssen selber erstellen. Was auch wichtig zu sagen, dass Sibelius benutzerdefiniertes Vorzeichen oder definierte Vorzeichen speichert nicht. Leider müssen wir jedes Mal es selber erstellen oder können die Partitur als Vorlage speichern. Kommen wir hier zum File und dann Save As und können wir dann hier schreiben, was wir wollen. Zum Beispiel Oriental Skills. Und dann können wir hier jedes Mal, wenn wir die orientalische Tonleitern schreiben wollen oder erstellen wollen, können wir die Vorlage öffnen und dann finden wir einfach, was wir kreiert oder was wir erstellt haben. Kein Problem. Aber sonst werden es nicht finden, weil Sibelius speichert nicht benutzerdefinierte Vorzeichen. Und jetzt der nächste Schritt. Wie können wir jetzt die Tonarten schreiben? Wie geht das? Wie können wir die Tonarten von den orientalischen Tonleitern erstellen? Als Beispiel, ich würde euch zeigen C-Rast-Tonleiter und D-Bajati-Tonleiter. Es gibt zwei Methoden. Ich werde euch zuerst die erste Methode zeigen, dann werde ich euch meine Methode zeigen. Wie wir wissen, dass C-Rast-Tonleiter, was brauchen wir davor, damit wir die C-Rast-Tonleiter erstellen? Wir brauchen H halb B und E halb B. Wir werden zuerst mit Tonarten von hier, von Sibelius, beginnen. Gehen wir hier zum Notations, Key Signatures, more options, und wir werden jetzt B Major aussuchen, damit wir C-Rast-Tonleiter zum Beispiel erstellen können und D Bajati-Tonleiter erstellen können. Klicken wir drauf OK. Und dann haben wir hier erstellt. Das natürlich jetzt ist B Major. Und jetzt, nächster Schritt, würden wir hier zum Symbols gehen, klicken wir hier drauf, scrollen wir nach unten zum Clefs. Klicken wir hier drauf, Edit. Jetzt, damit wir C-Rast-Tonleiter erstellen können, natürlich, wie wir gesagt haben, brauchen wir H halb B und E halb B. Add, wir müssen hier zweimal den Schrägstrich hinzufügen. Gehen wir Not, das ist einmal und dann noch einmal. Gehen wir noch hier unten, noch einmal. Und jetzt müssen wir beide positionieren, richtig positionieren. Hier gehen wir hier nach oben, klicken drauf. Wir können von hier auch, ist vielleicht noch schneller. Zum Beispiel jetzt, das ist diesen Schrägstrich machen wir jetzt wegen E halb B. Wir müssen jetzt schätzen, wo müssen wir ihn positionieren.
zum Beispiel hier und jetzt den anderen. Okay, nach oben. Jetzt das B oder H, halb B. Nach oben noch. Und dann ein bisschen so. Noch vielleicht hier. Hm. Jetzt schauen wir hier, ob das richtig. Na, wir brauchen noch hier E ist richtig, können wir sagen, aber B brauchen wir ein bisschen nach oben und nach hinten. Gehen wir wieder hier, klicken wir hier, müssen wir noch nach oben und nach hinten. Ein bisschen. Jetzt schauen wir. Ist gut. Jetzt, das ist C-Rastonleiter hier. Wenn wir sehen hier C-Raston. Wir können natürlich wieder ähm, richtig machen, wie wir wollen, ein bisschen den Schrägstrich nach oben, nach hinten, wie wir wollen. Kein Problem. Immer von hier, von Symbols, Clefs, Edit. Zum Beispiel können wir, das ist hier ein bisschen nach oben ein bisschen, so, nach hinten ein bisschen. Und dann wieder klicken wir. Und das hier jetzt einfach haben wir Tonarten von Ceras Tonleiter. Jetzt können wir, ich werde euch zeigen auch die Bayati Tonleiter, wie geht es oder wir können es erstellen. Wieder gehen wir hier, Clefs, Edit und können wir einfach von hier diesen Schrägstrich von H, weil wir die Bayati Tonleiter brauchen wir B und E halb B. Delete. Okay. Und jetzt haben wir hier. So müssen es erstellen. Jetzt zeige ich euch meine Art. Zuerst gehe ich zum Symbols, scrolle ich nach unten, Clefs, Edit. Ich werde den Schrägstrich löschen, Delete, klicke ich auf OK. Close. Gehe ich hier zum Key Signature wieder und dann gebe ich brauche hier keine Tonarten jetzt. Und jetzt, meine Art ist so. Klicke ich auf die erste Note drauf und ich schiebe ein bisschen hier, ein bisschen, schiebe sie ein bisschen hier, ein bisschen, nicht so viel, okay, ein bisschen, damit ich den Abstand zwischen Notenschlüssel und Taktarten größer machen. Entschuldigung. Dann klicke ich jetzt auf Taktarten und schiebe es ein bisschen auch, nicht so viel, ein bisschen hier, damit ich den Abstand größer machen, damit ich die Tonarten erstellen oder schreiben kann. Und jetzt gehe ich hier zum Text. Okay, klicke ich hier. Und jetzt wieder gehe ich hier, Notations, klicke ich hier, dann öffnet sich alle Symbolen. Alle Symbolen kann ich jetzt sehen. Ich kriege eine große Übersicht. Scrolle ich nach unten zum Accidentals, finde ich hier, und das ist auch Quartal Flat oder Halbi. Klicke ich drauf und jetzt, das ist hier. Und gleichzeitig, damit ich C-Rastonleiter, jetzt ich werde C-Rastonleiter erstellen, mache ich ein Kopie. Kopie und habe jetzt 2 halbe erstellt. Dann ich mit Maus, die Maus ein bisschen schieben
hier brauche ich E halb B und B halb B. Und habe ich jetzt C-Rast-Tonleiter erstellt. Ganz leicht. Fertig. Das gilt auch für die anderen orientalischen Tonleiter. Und jetzt, wie kann ich die Wiedergabe, die Vierteltone enthält, kriegen oder erhalten? Ich werde jetzt ein paar Noten eingeben. Ich werde jetzt die Bajati-Tonleiter schreiben und werde euch zeigen, wie ich als PDF und als Audiodateien kriegen kann oder bekommen kann. Ich schreibe jetzt, Entschuldigung, okay. Jetzt natürlich die Bajati-Tonleiter brauchen wir hier B. Ich werde es löschen und dann kann ich auch als Text auch B hinzufügen. Wieder zum Notations, Symbols oder von hier. Accidentals, ich brauche jetzt ein B. Und das ist okay. Hier. Und jetzt haben wir die Bajati-Tonleiter. Mit Sibelius oder bei Sibelius mussten wir die Versetzungszeichen selber eingeben. Hier ist hier E halb B und wir haben ein B. Richtig jetzt. Jetzt werde ich Playback anmachen. Wir haben keinen Viertelton gehört oder erhalten. Wie können wir jetzt bei einer Wiedergabe den Viertelton erhalten? Klicken wir hier drauf zweimal, markieren wir alle Noten und dann gehen hier zum Plugins, Quarterton, Playback. Und hier auch okay. Und jetzt werden wir jetzt hören. Wir haben jetzt es gehört, die Bajati-Tonleiter mit dem Viertelton halb B. Und jetzt werde ich die Partitur exportieren als PDF und als Audiodateien, MP3 oder Wave, egal. Zuerst müssen wir die Audiodateien exportieren. Wie geht es? Von hier, von File, gehe ich hier zum Export, Audio und hier kann ich aussuchen, wo ich die Audiodateien exportieren will und klicke hier Export. Ich zeige euch jetzt die Audiodateien, wie es geworden. Ganz richtig. Und jetzt, wie kann ich die Partitur als PDF exportieren? Hier müssen wir ein paar Schritte machen. Zuerst müssen wir die Buchstaben
und die Versetzungszeichen verstecken, markieren wir alle hier. Klicken wir hier drauf. Hide or Show. Hide. Okay. Und dann jetzt einfach Halb B auch verstecken. Mit der Maus klicken wir drauf. Hide or Show. Hide. Auch hier. Hide. Ist die grau geworden. Und jetzt gehe ich hier File, Export, PDF. Hier können wir aussuchen, wo wir die Partitur exportieren wollen. Ich mache es schnell jetzt zum Desktop. Okay, oben. Export. Zeige euch jetzt, wie es geworden. Wir sehen hier, es ist Baiatti, die Baiatti Tonleiter geworden. Als PDF ganz richtig. Und das ist. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem Video über Sibelius weitergeholfen habe. Vielen Dank.